Also, mein Name ist Armin Grunwald. Ich bin Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am KIT, um das es heute geht. Und ich möchte einfach zuerst sagen, irgendwie fühle ich mich noch nicht ernst genommen. Welch beeindruckendes Bild. Wir sind ja ungefähr 900 Personen. Der Audimax ist ausverkauft. Ja, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Es ist unbeschreiblich und ich weiß auch, und wir mussten sogar irgendwann dann, als die Zahl der Anmeldungen die 1000 überschritt, Stopp sagen und leider auch Menschen enttäuschen, die auch gerne hier gewesen wären. Ja, Begrenzungen prägen unser Leben auch hier. Also ich begrüße Sie alle, die Kolleginnen und Kollegen vom KIT aus der Stadt Karlsruhe, aus der Zivilgesellschaft, von vielen Kooperationspartnern in und außerhalb des KIT. Ich denke, viele von Ihnen sind mit uns in Berührung gekommen bei den vielen öffentlichen Veranstaltungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren, seit wir hier auch in der Stadt unser Institutsgebäude haben, durchgeführt haben, in Projekten oder mit Technik kontrovers, in der Triangel oder bei uns in der Karlstraße 11. Vielleicht sind Sie auch einfach interessierte Bürgerinnen und Bürger und umso schöner, wenn Sie dann das sich antun, ja, so eine Geburtstagsfeier eines Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Das könnte man Loriot-artig verarbeiten, glaube ich. Also der Anlass ist klar, vor 30 Jahren, 1995, wurde am damaligen FZK jetzt die Probe, bitte, wer kennt die Abkürzung noch, Hand heben? Ja, das ist bei weitem nicht mehr die Hälfte. Forschungszentrum Karlsruhe, früher hieß es Kernforschungszentrum, da wurde dieses Institut gegründet. Nun, und was ist das eigentlich? Technikfolgenabschätzung, Systemanalyse und so weiter. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass der technische Fortschritt unser Leben nicht einfach nur begleitet, sondern prägt und gestaltet. Die Philosophen sagen sogar, die technische Welt ist längst unsere zweite Natur geworden. Wir wohnen nicht mehr in der ersten Natur irgendwo im Wald oder auf dem Feld. Wir wohnen in einer technischen Umwelt, die hier zum Beispiel eine Stadt ist, die aber auch durch das Internet, durch die Mobilität, durch die Krankenhäuser und andere Dinge des Gesundheitssystems dominiert ist. Und in dieser technischen Welt entscheidet sich vieles, was an unserem Leben gut läuft oder auch nicht so gut läuft. Und die technische Welt entscheidet auch sehr stark darüber, wie es mit uns und unserem Planeten weitergeht. Und in diesem großen Zusammenhang versuchen wir eben, den technischen Fortschritt frühzeitig in den Blick zu nehmen, ihn zu befragen, wo er beitragen kann zu all dem, was wir uns vom technischen Fortschritt auch wünschen. Sinnvolle Innovation, Wertschöpfung, Arbeitsmarktpotenziale, Gesundheit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und all diese Dinge, diese Potenziale versuchen wir möglichst früh in den neuen Entdeckungen herauszuarbeiten und Wege zu finden, wie man sie nutzbar machen kann. Gleichzeitig schauen wir eben aber auch auf die andere Seite von Technik, auf die möglichen nicht gewollten und oft auch später dann eben ungewünschten Technikfolgen, um auch diese frühzeitig zu erkennen und vielleicht etwas zur Verhinderung oder Minimierung beitragen zu können. Kann ja nicht unser Ziel sein, dass wir jetzt sozusagen tolle Technik nutzen und uns gut gehen lassen und 10 oder 15 Jahre später kommen dann große Probleme raus. Also wir versuchen, den ganzen Prozess auch nachhaltiger zu gestalten. Das tun wir bei ganz vielen Themen und da sind Sie vielleicht auch schon in Kontakt mit uns gekommen, die ja auch viel diskutiert werden. Selbstfahrende Autos zum Beispiel, Roboter in Pflegeheimen oder auch anderswo im Einsatz, dort wo die Menschen arbeiten und leben. Nachhaltigkeit, Umgang mit knappen Ressourcen, KI und Digitalisierung, Energieversorgung der Zukunft, neue Materialien im Baubereich, ganz viele verschiedene Themen, wo es überall Technikfolgen zu untersuchen gibt. Man könnte fast sagen, es gibt so viele Technikfolgen, die können wir gar nicht alle untersuchen. Immerhin, wir sind stark gewachsen in diesen 30 Jahren von etwa 30 bis 40 Kolleginnen und Kollegen auf zurzeit über 170. Und das sagt etwas darüber aus, wie viel
Arbeit es gibt, wie viel Forschungsnotwendigkeit und auch Beratungsnotwendigkeit es gibt, um den technischen Fortschritt in wirklich gute Bahnen zu lenken. Das Ganze tun wir interdisziplinär, beispielsweise bin ich Philosoph, aber das ist auch irgendwie nebensächlich. Wir haben praktisch alle Disziplinen in unserem Institut und wir sind eben nicht nur interdisziplinär, sondern auch transdisziplinär. Wir arbeiten ganz viel mit gesellschaftlichen Akteuren, Stakeholdern, Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Hier im Rahmen der Stadtgesellschaft beispielsweise in dem Reallabor in der Oststadt, was sicher viele von Ihnen kennen. Dieses Wissen, was wir über zukünftige Technikfolgen dann erzeugen, das behalten wir nicht für uns oder verstecken es in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Darin publizieren wir natürlich auch jede Menge, aber wir nutzen dieses Wissen auch, um es zu befragen. Was sagt uns dieses Wissen? Wie können wir es bewerten? Wie können wir entscheiden, ob wir bestimmte Zukunftsentwicklungen wollen oder nicht wollen? Was sagen Sie uns beispielsweise über Gewinner und Verlierer? Nicht immer gibt es nur Gewinner im technischen Fortschritt, Beispiel Arbeitsmarkt. Was sagt uns das und was kann man vor allen Dingen heute tun, um die zukünftige Entwicklung auf dieser Basis in gute Bahnen zu lenken? So sind wir jetzt noch nicht ganz, doch sogar noch länger mit der Vorgängereinrichtung des ITAS schon noch länger als 30 Jahre beratend am Deutschen Bundestag tätig. Wir sind am Europaparlament tätig, in vielen Ministerien, in Behörden, international auch. Also das ist ein Feld, wo wir sagen gerne Knowledge for Action produzieren, Wissen, das eben Handlungsträger und auch Entscheidungsträger letztlich beraten kann. Wissen zum Handeln, das ist die Mission des ITAS. Die steht auch quasi als Hintergedanke hinter dem ganzen heutigen Abend. Zu Beginn werden gleich 2 Vizepräsidenten des KIT uns hier begrüßen, Sie begrüßen. Die anderen beiden Vizepräsidenten sind auch hier im Raum. Wir haben alle 4 Vizepräsidenten hier. Das ist eine unglaubliche Anerkennung. Ganz toll, dass Sie das machen können und auch machen eben. Professor Oliver Kraft, der Vizepräsident für Forschung und Lehre, wird beginnen und dann wird Dr. Cora Christoph, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, auch ein Grußwort sprechen und dann auch die Überleitung zum Höhepunkt des Abends machen, zum Festvortrag von Maja Göpel. Maja Göpel ist eine der profiliertesten Stimmen der Nachhaltigkeit, deutschlandweit und international. Und ich vermute mal, dass einige von Ihnen, vielleicht viele von Ihnen, gar nicht wegen des Instituts gekommen sind. Ja, also. Ich will nichts vorwegnehmen, Sie werden gleich von Frau Christoph eingeführt, aber das wollte ich doch gesagt haben. Dass die Nachhaltigkeit im Zentrum dieses Abends steht und nicht etwas mit KI und Ethik oder so, das hat einen Grund. Und der Grund liegt darin, dass die Technikfolgenabschätzung normative Grundlagen hat. Das ist von Anfang an immer die Demokratie gewesen, aber die Nachhaltigkeit ist als zweites normatives Standbein sehr schnell hinzugekommen. Und das ITAS hat von Beginn an, 30 Jahre lang jetzt schon zu Nachhaltigkeit gearbeitet. Ich mache jetzt eine Ausnahme und nenne einen Namen. Es gibt sogar Publikationen zur Nachhaltigkeit aus der Vorgängereinrichtung des ITAS, der AFAS, Abteilung für angewandte Systemanalyse. Ich freue mich, dass Jürgen Kopfmüller hier ist, Urgestein des ITAS, der 1993 schon zur Nachhaltigkeit publiziert hat. Mensch, welch langen Weg haben wir und viele andere seitdem in Sachen Nachhaltigkeit zurückgelegt. Und wir haben auch vieles erreicht. Es hat sich vieles getan. Viele Menschen sind sich der Thematik bewusst geworden und engagieren sich. Es hat freilich immer wieder einen langen Atem erfordert, manchmal auch einen sehr, sehr, sehr langen Atem. Ja, das sind die Mühen der Ebene, aber es ging eben doch immer wieder auch weiter. Dennoch, bei weitem sind wir nicht zu Ende mit der Nachhaltigkeit und ich denke, da wird Frau Christoph sicher etwas zu sagen, wie es da hier am KIT weitergehen soll. Ja, nach dem Vortrag von Frau Göpel wird es ein Zwiegespräch zwischen mir und ihr geben und das soll aber nicht unter uns bleiben,
sondern wir laden Sie ein, sich zu beteiligen. Irgendwie wird ja eine Folie eingeblendet, ja, da ist es schon, da können Sie sich beteiligen, Sie können Anregungen eingeben, Fragen stellen und wir haben einen Hintergrundprozess organisiert, ohne KI, sondern mit natürlicher Intelligenz, wie dann diese Anregungen auch zu uns beiden kommen werden. Ja, so und dann ist jetzt, glaube ich, gut. Zum Schluss folgt dann noch ein nettes Beisammensein draußen, wo es dann hoffentlich nicht mehr so heiß ist, wie es gerade war. Und meine paar Minuten möchte ich jetzt abschließen mit einem Bekenntnis. Das ist ernst gemeint, ich habe es sogar schon publiziert, können Sie nachlesen. Für mich ist es ein Privileg und eine Ehre, dieses Institut, das ITAS, nun schon seit über 25 Jahren leiten zu dürfen. Ich habe mich weltweit umgeschaut, das kann man mittlerweile wirklich sagen. Und auf der Basis kann ich wirklich ganz klar das Statement abgeben. Es gibt keinen besseren Ort, um über Sinn, Ausrichtung und Gestaltung des technischen Fortschritts und seine Folgen nachzudenken und zu diskutieren, als am ITAS, am KIT in Karlsruhe. Danke. Ich freue mich jetzt, Herr Kraft, wir kennen uns schon ewig, ja, also auch 20 Jahre oder so, dass Sie hier und die Begrüßung übernehmen. Ja, lieber Herr Grunwald, liebe Frau Göpel, liebe Mitarbeitende des ITAS, liebe Partnerinnen und Partner aus der Wissenschaft, aus der Stadt, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Gäste und Interessierte. Ich freue mich sehr, Sie hier im Namen des Präsidiums des Karlsruher Instituts für Technologie begrüßen zu dürfen und die Glückwünsche zum 30. Geburtstag für das ITAS aussprechen zu können. Bei der Gelegenheit hat man ja typischerweise zwei Aufgaben, nämlich genau diese Glückwünsche zu überbringen und zum anderen den Jubilar zu loben. Ich muss sagen, die Hälfte meines Manuskripts kann ich sozusagen wegwerfen, weil Sie haben schon einiges vorweggenommen, was ich erzählen wollte. Aber gut, ich werde ein wenig improvisieren und kann mir die Bemerkung nicht verkneifen. Ich stand hier schon einmal und der Hörsaal war genauso voll. Das war bei der Kinderuniversität. Ich hoffe sehr, Sie bringen den gleichen Enthusiasmus mit. Und freue mich in dem Sinne auf den Abend. Ja, Sie haben es gehört, klarerweise liegt die offizielle Gründung des ITAS 30 Jahre zurück und hatte aber eben eine Vorgängereinrichtung am damaligen Kernforschungszentrum noch, nämlich in den 70er Jahren eben in der Abteilung für angewandte Systemanalyse. Und ich glaube, das Thema Kernforschung hat jetzt Herr Grunwald ein bisschen elegant umschifft, aber vielleicht zeigt es ja ganz besonders, wofür man Technikfolgenabschätzung braucht oder warum das sinnvoll ist im Sinne von Systemanalysen. Vielfältige Bedeutungen, die da dran hängen. Zum einen natürlich Technikfolgen, also mit den Folgen dieser Technologie werden wir uns noch viele Jahrzehnte, Jahrhunderte beschäftigen müssen. Andererseits hat es massive Auswirkungen auf die Gestaltung eines Energiesystems. Vergleichen Sie Frankreich mit Deutschland, mit auch den sozioökonomischen Impact, den das hat, auch mit der Veränderbarkeit eines Energiesystems, aber vielleicht auch mit der Sicherheit und Resilienz. All das sind Themen, die letztlich betrachtet werden müssen und das kann eben nur in großen interdisziplinären Anstrengungen erfolgen. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was mich am ITAS schon immer sehr beeindruckt hat. Ich selber habe einen Hintergrund in der Materialwissenschaft, die auch sehr interdisziplinär aufgestellt ist, aber so ein Institut wie Ihres habe ich selten gesehen, nämlich dass dort wirklich multidisziplinär gearbeitet wird, interdisziplinär mit sehr vielen Disziplinen und jetzt auch transdisziplinär im Sinne von transformativer Forschung. Ich glaube, das ist eine beeindruckende Leistung und Sie haben es eben gesagt, Sie sind seit über 25 Jahren Institutsleiter und haben diese Entwicklung natürlich maßgeblich mitgestaltet. Ja, ich hatte jetzt gesagt, das ITAS ist verwurzelt im Forschungszentrum, in der Großforschung, also heute in der sogenannten Großforschungsaufgabe des KIT. Aber, und darauf sind wir auch besonders stolz als KIT, die wir ja auch Universität sind, ist, dass die Bedeutung des ITAS und dessen Forschung und Lehre natürlich auch dort eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und ich möchte
da auf nur einige wenige Dinge eingehen. Zum einen das eben schon angesprochene Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Da ist eben sehr sichtbar und trägt eben auch zur Sichtbarkeit des KIT bei. Aber eben auch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel die Gründung der Academy for Responsible Research, Teaching, Innovation im Rahmen der Exzellenzstrategie, ist maßgeblich vom ITAS, dort von der Kollegin Hillebrand vorangetrieben worden. Oder auch das Thema der Reallaborforschung, gewisserweise erfunden am KIT, am ITAS, dass wir eben auch mit Hilfe der Förderung aus der Exzellenzstrategie eben jetzt in breiter Art und Weise umsetzen wollen, auch hier stark verbunden mit dem Kollegen Lang. Es ist immer schwierig, einzelne Namen herauszugreifen, aber die zwei wollte ich an der Stelle eben nennen. Und Sie haben es eben von Herrn Grunwald selber gehört, ITAS ist zumindest in Europa der größte und traditionsreichste Standort für Technikfolgenabschätzung, vielleicht auch weltweit, und hat damit eben zum Profil des KIT maßgeblich beigetragen, dass wir eben nicht nur Technologie entwickeln, sondern uns auch eben mit deren Folgen beschäftigen, aber das auch nicht als Einbahnstraße, sondern im Dialog mit der Gesellschaft. Und dafür stehen insbesondere die Reallabore, zum Beispiel eben auch das zum Thema Nachhaltigkeit in der Oststadt. Ja, dann könnte man sagen, wenn wir vor 5 Jahren hier gestanden hätten und über 20 Jahre ITAS gesprochen hätten, dann wäre das genau vor 5 Jahren nicht gegangen, weil da hatten wir Pandemie. Und das ist sozusagen eine der ersten großen Umwälzungen, die wir eben in den letzten 5 Jahren erlebt haben. Es sind leider weitere dazugekommen, Klimawandel, der jetzt tatsächlich spürbar wird, die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und weitere geo- und sicherheitspolitische Umwälzungen oder auch die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Wir haben einen Antrag in der programmorientierten Förderung im Jahr 2018/19 geschrieben. Ich weiß nicht, ob es jemand mal die Mühe gemacht hat, nachzugucken, wie oft dort KI oder AI oder was auch immer eben genannt wird. Ich glaube, es kommt vor, aber nicht bei weitem nicht so oft, wie es jetzt tatsächlich in den Programmen verwendet wird. Das zeigt eben, dass Wissenschaft sich sehr schnell entwickelt, rasant entwickelt und dass man die Auseinandersetzung, was das eben auch für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft bedeutet, eben sehr wichtig ist. Und das kann eben nicht nur sein, dass eben unter auch wirtschaftlichen Randbedingungen alles höher, schneller, weiter werden muss oder besser oder mehr Profit bringt, sondern eben auch, dass wir als Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft haben. Und dazu braucht es eben Expertinnen, Expertinnen, wie man sie am ITAS findet, und die eben auch dazu bereit sind, was Mühe macht, eben mit externen, mit gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren eben aus Wirtschaft, Politik, mit Bürgerinnen und Bürgern und weiteren Experten eben sich mit den Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und damit letztlich zu diesen Lösungen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen. Das sind demokratische Aushandlungsprozesse und letztlich eben aber auch das Fundament für eine agile und resiliente Gesellschaft. Und ich denke, das ist Thema des Vortrags heute Abend auch, dass ein Wir gefordert ist. Und ich glaube, wir spüren, zumindest wahrscheinlich wir hier im Raum spüren das alle, dass das mehr gefordert ist denn je. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, als ich zur Schule gegangen bin, hatten wir Kalten Krieg. Und seitdem ist es irgendwie gefühlt immer besser geworden, 30 Jahre lang, 35 Jahre lang. Und dann gab es den Wendepunkt, den ich eben schon angesprochen habe. Und ich glaube, es ist eine gemeinsame Aufgabe der Wissenschaft insbesondere, aber uns allen, daran zu arbeiten. In dem Sinne freue ich mich sehr auf Ihren Festvortrag, warum die Multikrise eben das Wir erfordert. Ja, damit kann ich gleich übergeben an meine Kollegin Cora Christoph. Ich möchte aber doch noch die Gelegenheit nutzen, mich auch zu bedanken. Zum einen beim ITAS, auch für viele innovative Formate, die sich mit Zukunft beschäftigen, zum Beispiel eben Karlsruher Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse anzusprechen, beim Wettbewerb Unsere Stadt, unsere Zukunft, Zukunftsideen einzureichen. Ich glaube, das ist notwendig, eben auch früh für diese Themen zu interessieren, unsere Jugend, unseren Nachwuchs dafür zu begeistern, die Gesellschaft, die Entwicklung mitzugestalten, einerseits auf der Technologie, aber eben auch auf der Umsetzung. Dann möchte ich Ihnen danken, Herr Grunwald, ich hatte es ja eben schon angesprochen, ich glaube, Ihre Arbeit ist eben untrennbar mit dem Erfolg des ITAS verbunden, aber auch, und das stellvertretend dann für alle Mitarbeitenden,
des ITAS Frau Scherz und Herrn Fleischer als ihre Stellvertretungen und natürlich eben dann allen Mitarbeitenden selbst, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute Abend hier sind, dass wirklich einen würdigen Rahmen für das Ereignis geben. Und ich hoffe natürlich, dass das ITAS auch die nächsten, ja, in 30 Jahren möchte ich gar nicht denken, wir würden schon die nächsten 5 Jahre reichen, erfolgreich arbeitet und letztlich mit Ihren Beiträgen unsere Innovation, unser Denken und unser Handeln letztlich mitgestaltet und zukunftsorientiert ausrichtet. Damit übergebe ich an meine Kollegin Cora. Herzlichen Dank. Liebe Maja, liebes Publikum, liebe Kollegen und Kolleginnen und alle, die auch außerhalb des KITs den Weg zu uns gefunden haben. Es ist so ein typischer Fall, wurde alles gesagt, aber noch nicht von allen. Insofern möchte ich die Zeit, die zwischen Ihnen und dem Vortrag von Maja Göpel ist, nicht zu stark strapazieren. Ich möchte, Oliver Kraft hat ja relativ viel zur Technikfolgenabschätzung gemacht, ich wollte noch mal 3, 4 Punkte nennen, die das ITAS besonders macht in der Nachhaltigkeitsdebatte, die man natürlich als Leiter dann bescheiden, wie man ist, nicht bringt. Schon Anfang der 2000er Jahre hat das ITAS ein neues integriertes Konzept entwickelt von Nachhaltigkeit. Das war damals sehr, sehr neu und sehr, sehr innovativ. Das ist ein wesentlicher Beitrag und das kennt man, wenn man vielleicht das KIT noch nicht kannte und in der Nachhaltigkeits-Society unterwegs ist. Das Zweite, was man wirklich kennt, das erste Reallabor, was es in Deutschland gab, fand hier statt, wurde schon zweimal genannt. Und was auch eine wirklich substanzielle Innovation ist, in der Exzellenzuniversität haben wir Tandemprofessuren entwickelt, wo im Prinzip eine naturwissenschaftliche und eine geistessozialwissenschaftliche Professur zusammen ein Thema bearbeiten. Das ist integrierte Nachhaltigkeitsforschung, das ist im Prinzip transdisziplinäre Forschung at the best. Der letzte Punkt, und da ist, glaube ich, auch die Debatte wichtig, wenn wir über Exzellenzuniversitäten nachdenken, was ist exzellent an transdisziplinärer Forschung? Was ist der Exzellenzteil traditioneller Couleur und was sind im Prinzip der Impact, den wir mit dieser transdisziplinären Forschung verbinden? Was ist das als Konvolut des neuen Exzellenzbegriffes? Daran arbeiten wir, das werden wir weiterentwickeln gerne und da sind wir, glaube ich, als KIT und vor allem die Kollegen und Kolleginnen aus dem ITAS auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Soweit die Besonderheiten im Nachhaltigkeitsbereich. Damit möchte ich es belassen, den Blick aus dem ITAS und abschließend nochmal Herrn Grunwald, Ihnen, aber auch den ganzen Kollegen und Kolleginnen aus dem ITAS ganz herzlich danken für wirklich 30 Jahre exzellente Arbeit mit großem Impact in der Welt. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir bei der Transformation angekommen und Maja, bei dir. Das Thema heute ist Transformation als Gemeinschaftswerk. Meine beiden Vorredner haben das Gemeinschaftliche angesprochen und in Zeiten der Multikrisen, Oliver Kraft hat es auch angesprochen, ist genau das wichtig, dass wir dahin kommen, wo wir wollen, nämlich eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Gesellschaft und Zukunft zu haben. Da gibt es niemand Besseren wie Maja Göpel, um uns da einige Einsichten, Diskussionen zu bekommen und nachher in die Diskussion mit Armin Grunwald auch dann noch interessante Punkte, auch ergänzt durch sie, dann wieder einzubringen. Ich wollte Ihnen Maja Göpel kurz vorstellen. Sie ist von der Ausbildung her Medienwirkung, hat in politischer Ökonomie studiert und hat dann eine Reihe von total interessanten
Positionen in ihrem beruflichen Werdegang gehabt, hat das World Future Council, was wirklich ein wichtiger Player ist in der Landschaft der Nachhaltigkeit, mit aufgebaut, in Hamburg, in Brüssel zu unterschiedlichen Themen, war dann Leiterin des Berliner Büros des Wuppertal-Instituts, war dann auch eine wichtige Institution in der Nachhaltigkeit, Generalsekretärin des WBGU, also des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung unserer Bundesregierung, war dann Direktorin am The New Institute in Hamburg und ist jetzt seit 2023 als Gründerin des Netzwerks Mission Wertvoll ganz aktiv in der Frage, wie man Nachhaltigkeit kommunizieren kann und zur wirklichen Transformation kommen kann. Sie ist in vielen renommierten Gremien Mitglied, sie hat viele Preise gewonnen, da möchte ich nichts herausgreifen. Ich denke, das zeigt, was für interessanten Punkte du hast und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich an dich gern übergeben würde für einen bestimmt inspirierenden und tollen Vortrag. Maja, du hast das Wort. Jetzt die Erwartungshaltung aber hoch, ne? Vielen lieben Dank. Ich bin heute Morgen in Potsdam losgefahren, da war es noch nicht ganz so warm wie bei euch. Es scheint immer so von unten nach Norden hoch zu rutschen. Ich bin auch froh, dass ich umgekehrt den Weg nach unten geschafft habe mit der Bahn. 8,5 Stunden war so eine Punktlandung. Was eigentlich schon uns so ein bisschen zeigt, erstens natürlich, warum ich hier bin, weil Cora ist für mich natürlich immer Vordenkerin gewesen, Armin ist für mich immer Vordenker gewesen für dieses Systemische, dieses Verbindende, die Akteure und Akteurinnen aber auch in den Fokus zu nehmen, die Technologie in die Mitte zu setzen. Und mit Daniel habe ich schon Thema neue Sachen machen an der Leuphana Uni einige Dinge losgetreten, wo wir immer so ein bisschen diese Grenzen von, ist das noch Wissenschaft, wie stark ist das in der Gesellschaft, warum ist aber in der Gesellschaft Wirken und auch Zuhören so wichtig, und das ist so ein bisschen meine Idee von Wissenschaftsdefinition, auch sicherzustellen, dass sie sich beste Mühe gibt, die Fragen unserer Zeit zu beantworten. Also Wissen schaffen als die organisierte Antwortsuche auf die Fragen unserer Zeit. Das ist für mich immer und immer wieder eigentlich die Motivation, auch zu sagen, dann kann man das an unterschiedlichen Orten tun. Und wir sehen ja mehr und mehr, wenn eine wissenschaftlich basierte Perspektive auf die Welt zunehmend couragiert in Frage gestellt wird, dass es auch einen ganz wichtigen Platz einnimmt. Weil es nämlich gerade in Demokratien dafür sorgt, dass wir eine gewisse Idee von geteiltem Wirklichkeitsraum aufrechterhalten. Dass wir uns an Letztbegründungen, Thema Ethik, ranrobben, aber auch natürlich naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten als das, wo man vielleicht am festesten hintreten kann in der Erwartungshaltung, zum Ausgangspunkt dessen nimmt, wie man das gemeinsame Leben auf einem Planeten organisiert. Und deshalb freue ich mich total, hier zu sein und muss jetzt noch mal einmal kurz, wahrscheinlich der hier, ne? Überlegen. Ich habe drei Abteilungen mitgebracht. Also einmal natürlich nochmal dieses Transformation als Gemeinschaftswerk, anschließend auch an diesen Gedanken, dass das nicht eine Disziplin alleine kann, dass das aber auch nicht die Wissenschaft alleine kann, weshalb wir ja auch mit Scientists for Future beispielsweise, da war ich noch als Generalsekretärin tätig, überlegt haben, wie können wir diesen Moment bestmöglich nutzen, wo so viele junge Menschen sagen, wir möchten verstehen, wieso wir als Gesellschaft uns nicht schneller an die Ziele, in dem Fall beim Klimaschutz, ranentwickeln. Und wir möchten vor allem auch verstehen, wie es besser gehen könnte. Und da war auch wieder so ein Moment, wo wir diese Rollendefinition ein Stück weit aus der Komfortzone geschubst haben. Und ich weiß noch, wie John Schellenhuber damals instrumental gewesen ist, um zu sagen, ich brauche jetzt die Generalsekretärin, ja, wir haben Sitzung, aber die jungen Leute stehen jetzt am Brandenburger Tor und die brauchen uns. Niemals hätte ich alleine aus meiner Position rauslaufen können. Deshalb auch immer und immer die Einladung zu überlegen, wer hat eigentlich gerade Interventionspower?
Wer hat eigentlich gerade Gestaltungsmacht? Wer kann bestimmte Routinen, wenn man das Gefühl hat, die gehören an dieser Stelle vielleicht mal ein wenig disruptiert, dann eben auch couragiert in Frage stellen? Und deshalb arbeiten wir jetzt bei Mission Wertvoll auch stark mit Menschen zusammen, die in der Forschung als SES beschrieben werden, also einen hohen sozioökonomischen Status haben, Social Economic Status. Und zu sagen, wir brauchen ganz viel Mobilisierung von überall in der Gesellschaft, dieses Gemeinschaftswerk, aber es gibt eben Personen, die haben mindestens noch 3 weitere Rollen zur Verfügung, die nicht allen zugänglich sind. Und das ist, als Bürgerinnen und Bürger sind wir alle unterwegs, als Konsumentin, Konsument auch. Natürlich auch mit einer unterschiedlichen Schwerkraft, je größer das Portemonnaie ist. Aber die anderen 3 Rollen sind so wichtig. Und das ist Entscheidungsträgerin, weil ich in dem Moment die Rahmenbedingungen, und da komme ich gleich drauf zurück, wie wir Systeme verstehen, die im Grunde genommen uns vorstrukturieren, was die freieren, die weniger freien Entscheidungen sind, welcher Lebensstil einfacher ist oder schwerer ist, welches Geschäftsmodell am Markt sich besser durchsetzen kann oder nicht. Das fällt ja nicht einfach so in einen luftleeren Raum, sondern das ist ein Stück weit vorstrukturiert. Und Menschen, die über diese Regeln entscheiden können, sei es in Organisationen, sei es in Unternehmen oder natürlich in der Gesellschaft, haben entsprechend eine höhere Verantwortung dafür, wie diese wirken. Die zweite Rolle ist dann natürlich als Investoren und Investorinnen. Ich glaube, wir merken überall, jetzt gerade auch in der Debatte um Schuldenaufnahme oder sind es doch Investitionen, sollte jetzt der Staat finanzieren, müsste das aus privaten Unternehmenshaushalten kommen, wer könnte eventuell durch Besteuerung auch noch dazu beitragen. Wir sehen ja Geld sehr relevant in dem Vertrauen da rein zu sagen, wir schaffen viel Energie und Dynamik freizusetzen. Und damit ist Geld die vielleicht verrückteste soziale Technologie, die wir uns je ausgedacht haben, weil sie ja eigentlich eine Erfindung ist. Etwas, was Staaten so ein Stück weit garantieren müssen, ne, mit dieser Bürgschaft des letzten 100.000 € sind sicher auf ihrem Bankkonto, war ganz zentral, um wieder Vertrauen zu fassen nach der Finanzkrise, die natürlich reingehen, wenn Verträge gerissen werden, um zu sagen, doch, da gibt es eine Bringschuld, selbst wenn da nur Zahlen auf einem Bildschirm gewesen sind und die im Zweifel natürlich, wie wir es jetzt sehen, über einen Anleihenmarkt und anderes auch neues Geld in die Welt bringen können. Und deshalb auch da, wer Investorin, Investor ist oder sogar Geld drucken kann, hat natürlich eine andere Gestaltungsmacht und auch Verantwortung. Und die dritte Gruppe, mit der wir auch viel arbeiten, ist Influencerinnen, Rollenmodelle. Und damit sind wir auch so bei dieser menschlichen Orientierung. Und ich glaube, dass die heute sehr, sehr wichtig ist. Diese Frage, wer wollen wir gewesen sein? Diese Frage, wie möchte ich mein Wirken eingesetzt haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir merken, dass es manchmal etwas leichter scheint, das Investieren, das Konsumieren, das Wählen und das Regeln setzen, vielleicht doch nicht so stark an der Realitätsveränderung des 21. Jahrhunderts auszurichten, wenn es unbequem, hakelig und mühsam wird, sondern sagen, das mit den Naturwissenschaften, vielleicht lassen wir das mal ein bisschen weg, könnten das ja auch vom Server tilgen, wie das die US-Regierung jetzt macht. Es gibt gar keine Klimaveränderung mehr, Schala. Damit gibt es auch keine Verantwortung mehr. Supi, Drill, Baby, Drill, alles in meine Tasche. Das ist natürlich so Mittelalter. Und ich glaube, wir sind auch deshalb hier, weil wir gesagt haben, nee, Mittelalter schockt nicht. Vor allem, weil der zweite Punkt, die Ethik, damit natürlich direkt zusammenhängt. Weil ich in dem Moment, wo ich sage, die Konsequenzen dessen, was ich heute tue, für die Lebensgrundlagen anderer Menschen an anderen Orten der Welt oder in der Zukunft, sind mir egal. Die trage ich aus der Gleichung wieder aus. Damit gehen wir hinter das Werteversprechen des 20. Jahrhunderts zurück. Das war nämlich nach 2 Weltkriegen zu sagen, wir schaffen das, ein Entwicklungsmodell zu organisieren, was auf einem Planeten genug materielle Versorgung für alle Menschen hinbekommt, durch bessere Kooperation und nicht dadurch, dass wir sagen, ich gucke lieber nicht hin und hole für mich das meiste raus. Womit wir direkt wieder bei der Ethik angekommen sind und bei den Fragen, wie können wir Letztbegründungen erden. Und deshalb bin ich froh, dass ihr so viele seid heute Abend, weil ich glaube, diese Erinnerung daran, dass es mühsam ist und dass es anstrengend ist und dass es aber trotzdem natürlich das Lohnenswerte ist, zu tun, jetzt und erst recht, die müssen wir uns als Menschen gerne immer und immer wieder
nicht nur sagen und wiedererzählen, sondern auch andere treffen, die da mitziehen. Damit wir nicht das Gefühl haben, die anderen wollen eh nicht mehr. Weil dann natürlich so eine Hemmspirale reingeht und wir das Gefühl haben, auch mein Wirkraum und meine Möglichkeit zu beeinflussen ist vielleicht gar nicht so groß. Wenn die anderen nicht mitmachen, lohnt sich das nicht. Das sind ja die ganzen sozialwissenschaftlichen Studien, die kommen immer aus so einer magischen 70% der Leute raus, die sagen, ich würde mehr machen, wenn ich wüsste, dass die anderen auch mitmachen. Und deshalb sind wir kleine Herdentiere und deshalb sind Regeln sehr wichtig. Und deshalb ist auch dieses Verbot, Verzicht, Verlust, Erzählen von denjenigen, die sagen, wir wollen die Regeln nicht ändern, Teil ihrer Strategie, sich nicht bewegen zu müssen, aber natürlich etwas, was wir auch da, in diesem Fall sozialwissenschaftlich, immer mal anpieksen können. Nämlich, indem wir sagen, was wirkt dann? Den Status quo beibehalten ist ja weder normal, noch ohne Konsequenzen, für die ich mich eigentlich auch rechtfertigen sollte. Und das ist so schön hier auf den Punkt gebracht. In diesem Fall war das Future Today Institute und Amy Webb. Die hat das sogar in Kooperation mit vielen CEOs, vor allem vielen weiblichen CEOs in Deutschland erstellt. Die haben so geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn wir weitermachen wie bisher? Und was wäre eigentlich jetzt ein guter Weg, um wieder an einen hellen Horizont zu finden? Und das ist das vielleicht Wichtigste, so schön in einem Bild zusammengefasst. Das Weitermachen wie bisher ist ja kein Pfad in eine glorreiche Zukunft. Zumindest nicht, wenn wir sagen, wir wollen an dem Werteversprechen für alle auf einem Planeten festhalten. Sondern wir wissen und merken das ja auch überall, weitermachen wie bisher, dauert vielleicht noch ein bisschen, wird schon ein bisschen wackelig, aber wenn wir es immer weiter versuchen zu stabilisieren, dann kommt die Transformation irgendwann eben bei Desaster. Und was wir ja möchten, ist Transformation bei Design. Selbst wenn es am Anfang mühselig ist, dann fährt die Bahn halt 8,5 Stunden, weil jetzt gerade die Infrastruktur neu gemacht werden muss. Dann brauche ich eine Sanierung meines Hauses und muss gucken, wie kann das irgendwie funktionieren oder nicht. Dann muss ich vielleicht mal überlegen, wie meine Geschmacksknospen sich auch anders als mit ganz vielen Tieren befriedigen lassen. Vielleicht brauche ich auch eine Idee, wie ich mich noch mal weiterentwickle. Vor Corona wollten aber 67% der Menschen gerne mal einen ganz anderen Job machen. Und wenn es dann dazu kommt, wird es auf einmal eine Zumutung ohne Ende. Und da sind wir schon beim ersten Wir. Weil diese Veränderung, dieses Zutrauen, sich bewegen, bevor man so richtig muss, weil die Krise im Nacken hängt, im Alltag, das passiert meistens, wenn wir uns dazu motivieren. Und zwar gegenseitig motivieren und durch unterschiedliche Formen. Und jetzt sehen Sie hier auf diesem Bild zum allerersten Mal eine richtig fiese Transformationsgrafik, wie sie nicht aus dem ITAS, sondern aus dem Wuppertal-Institut entstanden ist in dem Fall. Weil es uns aber so wichtig war zu sagen, was sind denn die typischen Verläufe von Transformationsprozessen? Die sind ja nicht so heute ein bisschen Trafo, morgen ein bisschen Trafo und so 1:1 zu planen, sondern ganz häufig in den dynamischen Veränderungen sehen Sie die Kurve, die aussieht wie ein Z. Und das heißt, sie hat immer irgendwo eine Beschleunigung eingebaut, wo Veränderung schneller wird als vorher gedacht. Die ganze Kipppunktlogik, das merken wir bei den Ökosystemen, warnen wir davor, nehmt nicht zu viel aus der Art und Weise, wie die Systeme funktionieren, raus, weil dann können sie sich nicht mehr balancieren. Zu viel Emissionen freigesetzt heißt, wir kriegen nicht mehr alles in den Senken gebunden, um ungefähr in diesem Budget von 350 bis 450 Parts per Million in der Atmosphäre zu bleiben. Das heißt, ich habe aber auch unterschiedliche Strategien, wie ich da hinkommen kann. Ich merke aber auch, wenn ich irgendwann, zum Beispiel jetzt die Waldflächen, die vieles wieder binden, zu klein gemacht habe, dann kippt es. Da sind wir jetzt momentan dran zu sagen, ist der Amazonas schon ein Nettoemittent geworden von CO2? Und dann geht es noch viel schneller, weil die Ozeane sind so warm wie noch nie. Das heißt, was da absorbiert und freigesetzt wird, verändert sich auch, inklusive natürlich auch der Strömung und irgendwann der Wasserstände. Das heißt, das Wichtige ist zu verstehen, wenn Beschleunigungsprozesse stattfinden und ob die in eine wünschenswerte Richtung gehen oder irgendwann vielleicht Systeme eben aus der Balance kippen und wir dann zu dieser Transformation bei Desaster kommen. Umgekehrt, und so kann man sich die gleiche Mechanik aus komplexen Systemen, ist ja genau nicht Mechanik, Entschuldigung, korrigiert mich sofort, wenn ich falsches Vokabular benutze. Es sind keine mechanistischen Systeme, sondern es sind komplexe Systeme, wo sich eben unterschiedliche Veränderungen dann gegenseitig beschleunigen. Und das wären sowas wie soziale Kipppunkte.
Und da haben wir natürlich überlegt, für diese Transformation bei Design, wie stellen wir uns die eigentlich vor und welche Zutaten braucht es dafür? In diesem Fall ging es auch darum, wie könnten Förderer, in dem Fall die GZ, war unser Auftraggeber, das auch unterstützen. Zu zeigen, wie schaffen wir denn eigentlich diese Überzeugung, es machen viele mit. Und wir haben viele, viele kleine Veränderungen, die in der Summe dann auch etwas Großes bewirken können. Und deshalb haben wir in 4 unterschiedliche Arten von Veränderungen unterteilt. Das eine sind natürlich die Pionieraktivitäten. Es braucht immer Zukunftssehende, die sagen, das geht auch anders. Ganz typisch in Deutschland die erneuerbaren Energienseherinnen und Seher, die gesagt haben, das geht. Wir sind total überzeugt, auch technologisch kriegen wir das hin. Die fangen dann an zu experimentieren. Oder jetzt Fermentierungsprozesse, Fleisch aus dem Labor etc. sind ja alles solche Gedanken, wie kriegen wir alternativen Substitute hin. Das Zweite ist dann aber, darüber zu sprechen, aber einfach schon mal zu sagen, warum ist denn das vielleicht wünschenswert? Also diese soziale Akzeptanz schon mal vorzubereiten, schon mal zu irritieren. Ist das wirklich alles normal, was wir machen? Oder ginge das vielleicht auch anders? Und dann ist es natürlich wichtig, irgendwann auch Koalitionen zu schmieden. Ich brauche natürlich Investoren, ich brauche welche Bürgergenossenschaften waren wichtig, die das auf ihre Dächer machen, um zu zeigen, dass es funktioniert und es auch ein Stück weit zu verbreiten. Das schaffe ich auch nicht alleine nur mit der Technologie. Das heißt, die Koalitionen zu bauen, die insgesamt mindestens einen Nachfragekreislauf ergeben können. Und die richtige Beschleunigung für Veränderungsprozesse kommt eigentlich immer dann, wenn wir es normalisieren. Also wenn wir die Rahmenbedingungen dem anpassen. Der CO2-Preis wäre so wichtig, jetzt weiter ansteigen zu lassen und zu sagen, es ist total normal, dass sich alle Technologien verbreiten, die ohne Emissionen klarkommen. Und es ist total normal, dass die immer teurer werden, die weiterhin sehr viel CO2 emittieren. Oder eben in dem Fall war es natürlich das Erneuerbare Energiengesetz, was dann schon in den späten 90ern angefangen hat zu sagen, wie schaffen wir das denn eigentlich, die Markteintrittsbarrieren möglichst gering zu bekommen. Und der wichtigste Impuls war dort natürlich zu sagen, ich vergüte garantiert jede Kilowattstunde über 20 Jahre, die produziert wird und in das Netz eingespeist wird. In dem Moment habe ich nämlich einen Technologiemarkt geöffnet. In dem Moment könnten alle, die sich was aufs Dach bauen, Produzierende werden, weil die Investoren das Vertrauen hatten, dass sich die Kredite wieder zurückzahlen lassen werden, weil ich 20 Jahre eine Preisgarantie habe. Und schwupp, habe ich durch eine regulatorische Änderung eine totale Beschleunigung hinbekommen, die dann natürlich auch zu dem Zubau geführt hat, bis, wer weiß noch das Datum? 2017. Schwarz und Gelb in der Regierung überlegt haben, wir machen das mal mit der Vergabe jetzt anders und wir machen das mal mit der Unterstützung anders. Und insgesamt das Vergaberecht war dann eben so schwierig, weil nur noch die günstigste Kilowattstunde einen Zuschlag bekommen hat, was dann ganz viel dazu geführt hat, dass nicht mehr unbedingt die Menschen, die Vergütung bekommen konnten und den Zuschlag bekommen haben, für den Bau von Windrädern insbesondere, die dort leben, sondern die, die das am günstigsten versprechen anzubieten. Und damit hatten wir ganz viel, Thema Investoren und die etwas treiben, sitzen nicht am gleichen Ort wie die Produzierenden, die damit das Zeug bei sich hören und im Vorgarten haben, aber nichts von den Vorteilen. Ist nie eine gute Idee. Also wenn man Veränderungen mit Menschen gestalten möchte, im Wir, dann sollte man das Wir ernst nehmen und nicht sagen, ja, die einen geben ein bisschen Geld und sitzen dann woanders und haben keine Konsequenzen, außer mehr auf dem Bankkonto. Und bei den anderen passiert die Veränderung. Keine gute Kombination. Kann man daraus lernen, sind wir jetzt gerade mühsam dabei, wieder abzuräumen. Auch das Vertrauen da rein, dass der regulatorische Rahmen zugunsten einer bürgergetriebenen Veränderung wirken kann, schwer. Also alles ist ja nur noch eine Einschränkung der Freiheit, zumindest in der öffentlichen Debatte. Und deshalb ist es heute mehr denn je so wichtig zu überlegen, wenn wir immer sagen, kann man nicht, will man nicht, anstrengend in der kurzen Sicht, wie ist das vielleicht ein Schritt auf diese wünschenswerte Zukunft? Und vor allem auch diese wünschenswerte Zukunft nicht loszulassen. Dieses Ganze, das muss doch gehen. Das wäre doch super, wenn. Und da sind natürlich die globalen Nachhaltigkeitsziele ein wichtiges Versprechen gewesen. Inzwischen auch schon 10 Jahre ist es her. Man fragt sich so ein bisschen, wow, wie haben wir das eigentlich geschafft, vor 10 Jahren alle Staaten gemeinsam nochmal auf dieses Ziel einzuschwören? Gleichzeitig ist aber auch da für jeden was dabei. Von Bildung über soziale Ungleichheit bis hin zu besseren Infrastrukturen und so weiter. Und dann, da sind wir beim Thema Resilienz,
zu merken, wenn der Backlash kommt, wenn der Gegendruck kommt, dann brauche ich halt eine gewisse Persistenz oder auch Penetranz, freundlich hilft, aber auch bestimmt darf dabei sein, zu sagen, nee, das, was ihr jetzt wollt, ist nämlich A, nicht ohne Wirkung und B, hält nicht mehr. Also wenn wir jetzt wieder ganz viele Gaskraftwerke machen, wir hatten doch vorher eigentlich eine gute Idee entwickelt, spätestens auch seit einem Angriffskrieg, warum es vielleicht auch aus Sicherheitsargumenten nicht doof ist, zu überlegen, wie kriegen wir denn ein erneuerbares Energiesystem vielleicht in den Hinterhöfen der Menschen innerhalb unserer eigenen territorialen Grenzen hin. Und deshalb so klar zu bleiben, wenn das gerade nicht geht, dann geht vielleicht dieser Schritt. Und dann braucht es vielleicht mal wieder soziale Unterstützung, dann braucht es vielleicht mal ein paar Workshops mit Medienvertreterinnen, dass die anfangen, anders über die Dinge zu sprechen, nämlich dazu zu sagen, was kostet uns das Beibehalten des Status quo eigentlich, wie kommen wir endlich in eine normalisierte Debatte, wo man sowohl die Veränderung mit ihrem Aufwand als auch die Nichtveränderung mit ihrem Aufwand anguckt, weil erst dann könnten wir ja informiert als Bürgerinnen und Bürger sagen, finden wir eine gute Politik oder nicht. Ist sehr schwer momentan abzubilden, weil wir immer nur auf die Konsequenzen der Veränderung gucken und der Status quo sich nicht rechtfertigen muss. Ich habe mir in meinem letzten Buch deshalb auch mal die Mühe gemacht, Bürokratieaufwand anzugucken, weil das ist ja so das Ding geworden, ne? Also Staat ist ja alles nur noch Bürokratie und alle Regularien, die Veränderung beschleunigen könnten, sind automatisch freiheitsberaubende Monster. Und dann habe ich mir angeguckt, wie der Normenkontrollrat in seinem Standard eigentlich angehalten ist, Bürokratieaufwand zu messen. Und es macht ja total Sinn zu sagen, wie finden wir die besten Regeln, um bestimmte Dinge zu erreichen, also möglichst effizient. Und dann gibt es 3 Gruppen, die belastet werden, einmal die Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Manchmal, gerade bei Strukturveränderungen, Prozessen, muss ich aber auch erstmal fragen, welches Ziel, also was möchte ich verändern, das ist dann effektive Veränderung, bevor ich sagen kann, ich fange an nachzusteuern und mache es möglichst effizient. Da sind wir jetzt gerade zum Beispiel bei der Berichterstattung für Nachhaltigkeit, war ein bisschen überbordend, zu viel, aber wir waren ja erstmal auf dem Weg zu sagen, wie kriegen wir die Daten und jetzt könnten wir es verbessern und effizienter machen. Stattdessen heißt es schon wieder, weg damit, jetzt gerade, wo es anfängt zu wirken. Und so ähnlich ist das bei vielen Bilanzierungen für den Bürokratieaufwand. Das ist nur negativ und nur schlecht. Wissen Sie, was die schlimmste, kostenteuerste Variante oder Maßnahme gewesen ist für die Verwaltung, also wo sie so belastet wurde, dass das ein richtig hoher Bürokratieaufwand gewesen ist in den letzten Jahren? Ganztagsbetreuung. Horror! Ein Bürokratieaufwand ohne Ende, weil wir in der Art und Weise, wie wir messen, den Bürokratieertrag gar nicht mit bilanzieren. Dabei wäre der ja sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bevölkerung, als auch für Gleichberechtigung etc. natürlich sehr hoch. Aber wenn ich immer nur sage, das kostet die Veränderung und nie sage, das ist die Wirkung, dann komme ich in ziemlich schlechte Bilanzen. Und dann komme ich in ziemlich schlechtes Image, gerade für die öffentliche Hand. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch zu gucken, haben wir denn diese Zukunft im Blick, wo wir hinwollen? Und dann ja, ist es aufwendig, aber es bringt natürlich auch Schritt für Schritt auf was der Positivseite. Und deshalb ist das immer wieder so relevant, Thema Gemeinschaftswerk bin ich jetzt hier und dem Wir, wirklich diese Frage zu stellen. Das war jetzt eine Analyse von Systemic und Club of Rome im Kontext vom Green Deal. Den kann man zu wenig ambitioniert finden oder viel zu ambitioniert. Das Spektrum ist da groß. Und was diese Analyse gemacht hat, ist zu sagen, was ist denn da wirklich das Neue daran? Also weil es ja tatsächlich darum ging, einen Moonshot, so heißt es Frau von der Leyen genannt, zu formulieren und zu sagen, wir wollen wirklich ein ganz anderes Modell für Wachstum oder Wohlstand im europäischen Kontinent ermöglichen. Einmal die Dekarbonisierung sollte drin sein, aber eben auch die Zirkularität. Also tatsächlich zu überlegen, wie können wir möglichst ressourcenleicht den Wohlstand innerhalb Europas sicherstellen. Es ist so ein bisschen erstaunlich, warum gerade zu der Zeit, wo ein US-Präsident eins und anderes Territorium mit viel Ressourcen drunter annektieren möchte, zu sagen, wir lassen das jetzt mit der Ressourceneffizienz, wir lassen das jetzt mit der Zirkularität, können wir uns alles gerade nicht mehr leisten. Die Frage ist ja, wo soll die Diversifizierung vom Rohstoffgewinnung denn eigentlich hingehen? Also in welches Territorium, wenn nicht China, wollen wir überall hin, um zu sagen, eure Ressourcen brauchen wir auch noch, eure auch noch, aber wir kümmern uns nicht darum, wie wir damit umgehen, wenn alle anderen Länder das gleichzeitig machen. Das ist also die Komplettweigerung, die planetaren Grenzen überhaupt nur ernst zu nehmen. Stattdessen heißt es, wir können uns das jetzt nicht mehr leisten.
Das funktioniert nur, wenn ich sowieso die Naturwissenschaften, aber auch so ein paar ethische Dinge oder sogar ökonomische Kalkulationen mal wieder an die Seite schiebe, aus lauter Suche nach Lösungen in der Vergangenheit. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, habe ich, wenn ich so eine Transformation mache, wirklich alle Komponenten mitgedacht, damit dieses Zurückdrehen schwerer wird. Und damit sind wir angetreten in diesem Report. Also einmal wirklich zu sagen, und alle, die Transformationsforschung studiert haben, kennen den Transition Cycle. Oder es gibt den pädagogischen Lernzyklus. Also wir wissen das, wie wir Menschen eigentlich Veränderungen gestalten könnten und wie wichtig das ist, zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Also dieser erste Quadrant mit Mapping and Envisioning the System. Da sind wir wieder. Ne? Es ist für etwas Konstruktives, Positives. Und dann zu überlegen, wie definieren wir das? Wie halten wir das fest? Und wie gucken wir auch, wie viel haben wir denn dafür? Damit sind wir ja bei der Definition von Wirtschaften, Haushalten. Ich habe bestimmte Mitglieder im Haushalt, ich habe eine bestimmte Idee, wie ich die versorgen möchte und dann gucke ich mal hin, was ist denn der Bestand, aus dem diese Versorgung eigentlich gewährleistet werden kann. Wie viel Wasser kann sich nachbilden, wie viele Böden können sich wieder aufbauen, wie passiert das mit dem Klimawandel und so weiter. Das heißt, haben wir das gut beschrieben? Weil dann kann ich erst hinkommen und sagen, wie messen wir das denn eigentlich? Also was ist dann zum Beispiel Wettbewerbsfähigkeit? Ist das wirklich eine, die sich mit Chinas oder USA-Strategie misst? Oder wollen wir sagen, nein, wir brauchen ja einen ganz anderen Benchmark, weil wir wissen, wir sind viel kleiner, wir sind viel ressourcenärmer, aber wir können richtig klug Technologien entwickeln. Und deshalb ist für uns die Idee, worauf wir antreten, eine ganz andere Definition. Und wenn Sie da mal an die ökonomischen Kennzahlen denken, merken Sie, dass die ganz häufig nicht geerdet sind. Das ist immer nur relativ. Wachstum hoch, runter. Aber eigentlich müsste man doch fragen, in welche Richtung. Produktivität hoch, runter. Aber gerade lebendige Systeme haben irgendwann ein Optimum erreicht, wo, wenn ich noch mehr rausquetsche, die Qualität nicht besser wird, sondern ich sie aus der Balance kippe. Wettbewerbsfähigkeit, so nächstes Ding. Worauf denn wettbewerbsfähig? Auf den Ausverkauf der Welt, wer schneller Kanada annektieren kann? Und so weiter. Deshalb ist es immer ganz wichtig zu überlegen, welche Stellgrößen sind hilfreich bei Effektivität und Zielerreichung und welche sind es vielleicht bei Effizienz, bei den relativen Verbesserungen. Und das sollte man nicht durcheinander rühren. Also das eine sind Mittel und das andere sind Zieldefinitionen. Und wie können wir die greifen? Und dann natürlich Anreizsysteme entsprechend neu ausrichten. Konsum, ne, für alle, die das kennen mit der Kreislaufwirtschaft, vielleicht mal mehr nutzen, statt alle nur besitzen. Man kann ja Zugang zu den Versorgungsprodukten, sei es Carsharing oder andere, besser organisieren. Dann brauchen nicht alle welche rumstehen haben. Dann sind wir beim nächsten, wie kriege ich die Akteurskulisse eben mobilisiert. Da sind wir wieder bei den Finanzen, bei den Rollenmodellen und natürlich bei der Governance-Struktur. Also wie arbeiten wir zusammen? Und deshalb ist es immer so wichtig zu gucken, habe ich wirklich tatsächlich dieses System verstanden, wenn ich es transformieren möchte und habe ich die Geduld und die Power, durch dieses erste Delta of Doom, wo es mühsam wird, auch durchzuhalten und da dran zu bleiben. Und deshalb ist es auch so wichtig, aus meiner Sicht, und das ist jetzt das Gupta-Report gewesen, also der hat die Ökonomie der Biodiversität für das Finanzministerium in England mal gemappt, um zu sagen, wir müssen a, der Natur mehr zuhören und b, sie natürlich in all diese dominanten Indikatoren und Orientierungen mehr einbauen. Und hat aber eben sehr klar, wie man auf diesem Bild schön sieht, überlegt, wo landet das überall auch in der Gesellschaft an und weshalb ist es dann so relevant, auch dort zu schauen, wie kann ich die Menschen mitnehmen. Und das ist natürlich auch etwas, warum wir sagen, die kommunale Ebene ist immer so relevant und so wichtig. Wir hatten es bei den Energiegenossenschaften, wir haben es aber natürlich auch bei der ganzen Stadtplanung. Wenn ich versuche, nachhaltig Flächen zu planen, funktioniert das best, wenn ich das mit den Anwohnerinnen und Anwohnern mache. Gibt es ja auch mit Recht auf Stadt oder die Leipzig-Charta und andere wirklich gute Ideen, wie man ökonomische, soziale und ökologische Kriterien zusammenbringt. Sehr häufig läuft es aber eher danach, dass man guckt, wo kommt denn das Geld her von irgendwelchen Investoren, damit ich meine klamme Kasse wieder aufbessern kann. Und dann habe ich nicht so unbedingt das Design, was Nachhaltigkeit und mehrere Bedürfnisse zusammendenkt, sondern ich habe erstmal den Bedarf gedeckt, dass jemand mit dem Besitz von Wohnraum sehr viel Geld machen möchte. Und manchmal habe ich dann wieder diese Absentee-Ownership-Effekte, dass die Menschen mit ihren Dividenden am anderen Ende der Welt glücklich sein möchten und die Menschen hier vor Ort ein soziales Problem haben, weil sie keinen Zugang zu Wohnraum mehr bekommen, der bezahlbar ist. Und deshalb ist dieses Rückbinden, wer ist betroffen von den Regeln, wie wir sie setzen und verändern, immer und immer und immer wieder so wichtig.
Und die 3 Kernaussagen eben aus diesem Bericht auch, also erstens, wir müssen nicht so mittelaltermäßig tun, als gäbe es das nicht, sondern ganz im Gegenteil überlegen, wie kriegen wir die Sichtbarkeit der natürlichen Prozesse und wo wir auf sie einwirken, aber auch wo wir von ihnen profitieren, viel mehr in unseren Alltag rückgekoppelt. Also diese ganzen Metriken beispielsweise ergänzen oder die Art, wie wir darüber sprechen. Wir verzichten darauf, die Innenstädte noch heißer werden zu lassen, weil wir sie jetzt konsequent begrünen. Das ist eine andere Headline. Dann natürlich die Erfolgsmetriken messen oder verändern. Also welches sind die wichtigen Startups? Wir haben ja ein total tolles Ökosystem beispielsweise. Hier sind ja auch viele Ausgründungen, die wirklich sagen, wir haben Lust, diese technologische Revolution, die wir da haben, zugunsten der besseren Lebensumstände auf dieser Welt einzusetzen. Und dann sind die vielleicht auch anders incentiviert als die, die sagen, naja, Hauptsache wir werden ein Einhorn und machen 1 Milliarde. Da waren wir alle ganz stolz auf die Gorillas in der Pandemie, den 37. Lieferservice. Vielleicht nicht die Metrik gewesen, die uns ein Startup im Sinne von einer kontinuierlichen guten Versorgungsdienstleistung angeboten hätte. Dafür müssen wir aber auch anders Venture Capital bereitstellen oder eine andere Zwischenfinanzierung von staatlicher Hand ermöglichen. Und deshalb eben auch transformieren, das ist der 3., der orangene Punkt, unsere Institutionen und Systeme, vor allem eben immer und immer wieder, wie wir kollaborieren. Und deshalb immer schauen, ich weiß, ich bin ja im KIT mit der Technologie im Mittel, was treibt die Technologieentwicklung? Und damit sind wir bei den Menschen und damit sind wir bei ihren Motivationen und damit sind wir bei den Geschichten. Wer wollen wir gewesen sein und was ist jetzt wichtig in die Welt zu bringen? Und das ist die Story, die uns nicht in das Wohlstandsversprechen für alle bringen wird. Das ist die Story, die uns im Moment in diesem eigentlich fast Bewaffnungswettlauf, sowohl bei der KI als auch eben in der Anwendung und dem Einbringen in all unsere Endgeräte und Infrastrukturen, Starlink jetzt überall rein, damit sich kein einziger Staat mehr ohne Elon Musk orientieren kann, damit man die auch gut erpressen kann. Also im Prinzip geht es ja im Moment, wenn man das systemisch betrachtet, in einer Eskalationsspirale, von der wir genau wissen, wenn wir nicht eine Balance finden, dann wird sie nicht unbedingt dazu beitragen, dass wir ein Rebalancieren für alle innerhalb der planetaren Grenzen hinbekommen. Trotzdem sind diejenigen die lautstärksten, die sehr stark auch natürlich dominieren. Was ist gerade Erfolg? Wieso kann ich mir ganz Venedig nehmen, um meine Hochzeit zu feiern? Weil ich habe ja sonst irgendwie nichts zu tun und keinen Geltungskomplex. Ich könnte auch mehr Steuern bezahlen oder tatsächlich mich dafür einsetzen, dass ich jetzt nicht Popstars in irgendeinen vermeintlichen Weltraumflug reinlocke, sondern sage, wie helft ihr denn hier beim Earthshot? Es gab den Jeff Bezos Fund für Ökosystembetrachtung, auch die STBI, also die wirklich Science-Based Targets Initiative, war mal von Bezos gefundet. Gibt es im Moment auch Herausforderungen. Das heißt, wir könnten die doch mal wieder erden und ein Stück weit überlegen, wieso ist denn eure Zukunftsvision, mit der ihr antretet? Erstens diese Unsterblichkeit. Was wollt ihr denn da oben auf dem Mars in eurer Hängematte Amazon gefüttert den ganzen Tag? Ist eine interessante Perspektive, dass es sich dafür lohnt, hier alles kaputt zu machen, nur damit man als Erster oben ist? Und zweitens natürlich auch zu fragen, warum sollten diese Personen diejenigen sein, die für uns definieren, was wir uns leisten können, was möglich ist und wo der Fortschritt liegt. Und deshalb ist es so relevant zu sagen, nein, das Wir beinhaltet eben auch, dass ihr in jeder eurer Balance Sheet, wo ihr wieder anzeigt, was die nächste große Durchbruchrevolution ist, das Wir überhaupt vorkommt. Und dann kommen wir nämlich zu solchen Ideen für die Technologieentwicklung. Das ist jetzt eingebettet in die globalen Nachhaltigkeitsziele. Wie kann beispielsweise eben dort auch digitale Endgeräte und Daten aufsammeln, aber nicht in der Form, um andere zu manipulieren und auszuschließen, sondern tatsächlich zu sagen, wie bringe ich die Informationen über Wetterveränderungen, über Böden, über die beste Form, vielleicht ökologisch zu düngern, über die Veränderung der Weltmarktpreise oder eben Standorte, wo jetzt Handel stattfindet, tatsächlich in diese Systeminnovationslogik, die wir vorhin schon mal bei Herrn Dasgupta hatten, für vielleicht Städte und sehr organisierte Rahmenbedingungen und das gerne für rurale Gegenden, die momentan wirklich herausgefordert sind, zu gucken, wie schaffen wir denn noch die Grundversorgung unserer Menschen zu gewährleisten. Und deshalb ein und die gleiche Technologie als Potenzial, sehr andere Ergebnisse. Und was steckt dazwischen? Wir.
Die Entscheidung zu sagen, wofür wollen wir das einsetzen, die Entscheidung dazu, wen wollen wir dafür abfeiern, die Entscheidung, wo wollen wir uns einbringen, dass die Rahmenbedingungen es leichter machen, so etwas rauszubringen und wie halten wir auch mal kollektiv dagegen. Also jetzt danke an die ganzen, es waren nur Männer, interessanterweise, aber 8 Jungs, fand es in dem Moment super, Gründer und aus dem deutschen Start-up-Bereich, die gesagt haben, nee, liebe EU, das mit den US-Konzernen jetzt ausgerechnet in unseren Digital Services Act und die weiteren Verhandlungen mit einzubringen, finden wir mega nicht gut, weil eigentlich war das doch die einzige Chance, deren Marktmacht und Ambitionen noch mal ein Stück weit zurückzudrängen und genau zu sagen, das technologische Innovationsmomentum Europas ist Digital for Future in the service of life. Und damit ganz kongruent mit dem Werteversprechen des 20. Jahrhunderts zu sagen, wir schaffen das mit der guten Versorgung für alle, mit dem leichtesten ökologischen Fußabdruck. Und das ist richtig gutes Design. Und alle, die designen dürfen, wissen das. Und deshalb müssen sie mit den anderen, besonders den 3 Rollenmodellen der Investoren, der Regelsetzern und der Influencer, ins Gespräch gehen und sagen, ihr müsst uns dabei helfen, dass das normal werden kann. Vielen Dank. Also, liebe Maya, ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast einmal Applaus gemerkt, wie das hier alles angekommen ist. Komm mal mit, wir gehen hier an diesen Tisch. Hier gibt es Wasser. Ihr seid applausfreudig, habe ich schon vorher gemerkt. Also es ist ein super Ort hier. Ja, wir sind halt Rheinland hier. Ja. Kommt ihr überhaupt nach Brandenburg? Ich denke, wir stehen, oder? Wir nehmen nicht diese Stühle. Ja, wir stehen wir bleiben einfach. stehen. Also ich könnte jetzt an ganz vielen Stellen anfangen, so mit dem Gespräch. Ich wollte vielleicht 3 Sachen sagen, die mir wirklich auch so aufgefallen sind, dass ich sie auch mitnehme. Du hast auf diesen Wertekonsens, globalen Wertekonsens des 20. Jahrhunderts verwiesen, nach den humanitären Katastrophen, internationale Erklärung der Menschenrechte und das, was dann so passierte. Ja, darauf sich rückzubesinnen, das scheint ja doch arg in die Krise gekommen zu sein, dass das ganz total wichtig ist und nicht einfach nur auf die eigenen gerade Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu schauen, sondern sich auf dieses Wertefundament zu beziehen. Du hast sehr stark, und jetzt verstehe ich auch, warum du eingangs die Systemanalyse so betont hast, die systemanalytische, die systemische Verflechtung von Prozessen betrachtet. Und das ist in der Tat total wichtig, wenn man irgendwas für sich optimiert, aber nicht bedenkt, dass das nur ein lokales Optimum in einem ganz großen System ist, dann macht man mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas falsch. Also man muss die Systeme wirklich in ihrer Komplexität betrachten. Und du hast gesagt, bei den vielen Misserfolgs- oder Erfolgsmeldungen, die durch die Medien und die Politik rauschen, dass der Indikator rauf oder runter geht und das ist dann irgendwie toll oder eine Katastrophe, dass das ja nun eine sehr beschränkte Information ist, dass wir ja viel mehr nach dem Sinngehalt fragen müssen hinter diesen Entwicklungen. Ja, wenn man beispielsweise die Effizienz einfach immer weiter hochschraubt, dann geht das auf Kosten von irgendwas. Wir haben es ja gemerkt bei den internationalen Logistikketten, die waren gnadenlos in die Effizienz optimiert. Und als dann mal irgendwie so eine Pandemie dazu geführt hat, dass der Containerhafen in Shanghai geschlossen wurde, dass, als im Suezkanal mal ein Schiff havariert ist, als die Rebellen im Jemen mal Raketen geschossen haben, dann haben wir auf einmal gemerkt, dass Effizienz ohne Resilienz fahrlässig ist. Ja? Also man muss auch diese Wertesysteme letztlich als Systeme begreifen und nicht einen oben an die Spitze stellen und daraufhin alles optimieren. Vielleicht fange ich mal mit einer Frage an, Transformation als Gemeinschaftswerk. Wir sind ja in einer Zeit, wo jetzt das Wort Gemeinschaft häufig durch Spaltung ersetzt wird. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in westeuropäischen Ländern, auch bei uns, wo halt Gemeinschaften sich voneinander abschotten, wo oft die Gesprächsbereitschaft gar nicht mehr da ist, sondern man sagt, wenn die, mit denen rede ich nicht, ja, weil eben so und so. Also Spaltung. Wie gehst du in Vorträgen dieser Art
damit um, dass die Realität, die du dir wünschst und wo ich mich sofort anschließe, Transformation als Gemeinschaftswerk, dass die zurzeit relativ schlecht erfüllt ist? Naja, erstmal haben wir ja den Benefit, Wissen schaffen als die Suche nach den besten Antworten auf die Frage unserer Zeit ernst zu nehmen. Ja. Und deshalb muss ich nicht gleich, ist das politisch realistisch denken, sondern was würde aus unserer Erfahrung heraus funktionieren können. Und das war auch total interessant. Daniel und ich haben vorhin im Zug oder am Bahnhof gelacht, wo er meinte, du hast ja jetzt irgendwie so ein Buch nochmal zu Werte und wie könnte das alles gehen, ne? Und Transformation geschrieben, ist ja völlig aus dem Trend gekippt. Und dann dachte ich, ja gut, aber das Schlimme ist ja, dass sich so viele an Trend orientieren. Und diese Rückmeldung habe ich ja auch zum Teil bekommen von den Marketing-Gurus, die vorher noch das super fanden, als Nachhaltigkeit der Megatrend war, zu gucken, wie kann man das noch so aufladen, mit wem macht man sich gemein und dann, Frau Göpel, was soll ich denn machen? Sie sehen doch im Trendbarometer Nachhaltigkeit nur noch auf 5. Es ist halt kein Megatrend mehr. Da habe ich gesagt, wie lange hätte ich mit Ihnen noch beim Bier sitzen müssen, bis Sie verstanden hätten, es ist kein Megatrend, sondern eine Realitätsveränderung. Weil dann kommen wir natürlich auch in sowas wie eine Notwendigkeitsthematik rein. Ne? Und ich glaube, für mich der wichtigste Punkt sind 2 im Moment. Zu sagen, es geht darum, die Möglichkeitsräume weiter zu beschreiben und hochzuhalten, weil sonst kann auch keiner eintreten. Also wenn wir sagen, wir nehmen die jetzt weg, weil es ja gerade nicht opportun oder ist nicht kommod, dann wird es schwer, die überhaupt noch zu halten, ne? Und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, dass ein anderer Weg da wäre. Und dann wird es sehr schnell sehr dunkel, weil dann ist ja ein rationaler Umkehrschluss, ja, wenn nicht genug für alle da ist und keiner kooperieren will, dann muss ja auch ich anfangen, für mich das meiste rauszuholen, damit ich irgendwie oben schwimme. Und diese Abwärtsspirale sehen wir ja schon an vielen Orten. Und gerne wird dann von den Realisten auch gesagt, das utopische Zeug, ne? Ich bin da Realist, weil ich schwimme lieber oben und möchte mich auch nicht mehr dafür rechtfertigen müssen. Da muss man immer mal so ein bisschen ins Gespräch suchen und finden. Bei einigen ist es Angst, bei anderen ist es Zynismus. Und deshalb ist, glaube ich, total wichtig, immer wieder auch reinzuspüren, wo bin ich gerade im Gesprächsverlauf. Also das heißt auch gesprächsfähig sein und auch zu den, sagen wir mal, zu denen hinzugehen, die nicht zu, sagen wir mal, den Leuten gehören, die schon überzeugt sind. Ja? Auf jeden Fall, also wenn wir uns überlegen, wie, also ein kleinerer Anteil von Menschen ist halt sehr motiviert für Veränderung. Ein kleiner Teil hat so überhaupt null Lust, sich zu verändern. Und diese 70%, die ich vorhin schon mal genannt habe, die sagen halt, ich würde ja mehr machen, wenn die anderen mitmachen. Oder wenn der Nachbar das hat oder jemand anders in der Peer Group das hat. Also wir sind halt diese Herdentiere und deshalb gibt es bei Sozialem auch diese Kipppunkte. Wenn das ausreichend Menschen machen aus der Gruppe, wo ich dazugehören will oder wo ich jeden Tag vorbeilaufe und die mir erzählen, ist nicht so schlimm oder hey, ich habe Vorteile, dann kommen wir eigentlich dahin, diese Mehrheiten mitzuschlüren. Und wir ringen gerade um dieses Mehrheiten. In welche Richtung kippt das? Wir waren Anfang 2020 sehr weit. Da war ziemlich viel Übereinstimmung mit dem Fridays for Future auf der Straße, der Green Deal auf dem Tisch. Eine Fortschrittskoalition kam dann im Herbst. Wir hatten das World Economic Forum, kann man halten, was man will, aber die haben auch klipp und klar gesagt, dieses mit den planetaren Grenzen. Und dann kam halt eine Krise nach der nächsten. Und ich finde es schon auch wichtig zu gucken, wer die Krisen dafür genutzt hat, um das Alte wieder sehr zu stabilisieren oder eben auch für sich das meiste rauszuholen. Das heißt, jede Transformation ist sehr politisch. Und es ist ja auch populistisch, heißt, wenn ich jetzt öfter gefragt habe, ja, aber Frau Göpel, die Klimabewegung hat doch jetzt den Populismus angefeuert, wo ich gesagt habe, nee Leute, also die Populismusforschung war völlig klar, dass das Klima als nächstes Thema kommen würde, von denjenigen, die vorher Anti-Europa, Anti-Währung, Anti-Dies, Anti-Migration gemacht haben. Also müssen immer auch aufpassen, wo wir Reiz und Reaktion parken. Ne? Und muss auch wirklich klar sein, dass einige, selbst wenn es eine kleine Mehrheit ist, auch um diese 60% in der Mitte ringen, um zu sagen, wir wollen aber, dass die wieder in die andere Richtung kippt. Die haben im Moment Oberwasser. Aber das heißt ja nicht, dass wir irgendwie helfen, indem wir den Kopf in den Sand stecken, sondern im Gegenteil. Also bloß nicht. Ich meine, Fatalismus ist ja ethisch völlig unakzeptabel. Ja? Also würde ich jedenfalls sagen, geht einfach nicht. Ja? Nun ist es ja so, wir sind ja nicht einfach diese Herdentiere, die gucken, was die anderen machen und hinterherlaufen. Wir können ja auch anders, sonst wäre es ja nicht zu diesem Wertekonsens des 20. Jahrhunderts gekommen, den du genannt hast. Der ist ja scheinbar irgendwie wegdiffundiert. Wir haben im Deutschen Ethikrat ja eine Studie zur Klimagerechtigkeit gemacht und das war so ein Ergebnis, dass
dass gerade dieses, ich würde ja gerne mehr fürs Klima tun, aber die anderen tun auch nichts. Und das eben auch nicht nur von Mensch zu Mensch, auch von Staat zu Staat. Dass das ja letztlich eine spieltheoretische Argumentationsfigur ist und keine ethische mehr. Wenn du jetzt so unterwegs bist, so wie hier zum Beispiel, bist ja viel unterwegs. Also ich bin auch viel unterwegs. Ich habe nicht so viele Zuhörerinnen. Ich habe auch andere Themen. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Wanderprediger. Kennst du das Gefühl? Ich kenne auf jeden Fall die Frage, Frau Göpel, wie halten Sie das aus, immer wieder da so ähnliche Sachen zu sagen und immer weiterzumachen. Wichtiger ist ja, wo kommt das her? Weil da bist du ja an dem Moment, ne, wo kommt diese Persistenz, diese freundliche Persistenz her? Und ich glaube schon, also mir ging es zumindest so, wenn du einmal angefangen hast, die Welt so zu sehen, wie sie zusammenhängt, dann kostet es irgendwann mehr Energie, das die ganze Zeit wegzudrücken, um die Tätigkeiten zu rechtfertigen, wo du nur an dich selber denkst, als zu sagen, okay, dann investiere ich und gehe da rein und bleib da dran. Und trotzdem haben wir natürlich auch alle Grenzen. Also wenn es sehr eng wird, du sehr einzeln unter Beschuss kommst, sehr unter Druck kommst, natürlich sind dann irgendwann auch Selbsterhaltungstriebe etwas, was relevant und wichtig ist. Und auch deshalb ist das Wir gerade so zentral, weil wir ja merken, wie stark jetzt eine bestimmte Seite, die sagt, das mit dem viele machen mit, wollen wir eh nicht mehr, sehr brutal auftritt. Und dieses Verbreiten von Angst, also ich meine, man braucht ja nur in die USA gucken, um zu sehen, das hätte ich hier gerne nicht. So, ne? Und dann auch zu überlegen, wie können wir denn früher anfangen zu verhindern, dass sich so eine Konzentration von Macht und Rücksichtslosigkeit zusammenbündelt, dass dann ja alles, was wir vorher Gewaltenteilung genannt haben, sei es der mediale Apparat, sei es die Wissenschaft oder sei es eben tatsächlich ja die Gesetzgebung, als Waffe instrumentalisiert wird. Also ich tue so, als gäbe es das nicht mehr bei der Wissenschaft, ich instrumentalisiere meinen eigenen medialen Apparat und kreiere meine eigene Wirklichkeit und jetzt benutze ich inzwischen sogar bis zum Supreme Court hoch, hat die gesetzgebenden Instanzen dafür, meine Agenda durchzudrücken. Und dann habe ich noch ein paar Agenten im Einsatz, die sich nicht mal ausweisen müssen, um richtig Angst und Schrecken zu verbreiten, nehmen jegliche Sozialversicherung weg, wenn das Big Beautiful Ding da jetzt durchkommt, damit Menschen halt gar keine Puffer mehr haben, um sich einzumischen, sondern auch irgendwie durchkommen. Und das ist natürlich die Vorbereitung für einen Totalitarismus und für ein autoritäres bis faschistisches Regime. Und da wünsche ich mir auch manchmal, dass wir in Deutschland ein bisschen ehrlicher sind und das einfach mal benennen, weil das wäre ja auch... die Grundlage dann eben außerhalb der typischen Reaktionen von, ach, jetzt hat er ein bisschen so, ja, nächstes Mal vielleicht so und Big Daddy muss halt mal auf, also Mark Ruttes Performance beim NATO-Gipfel, ich habe keinen Bock auf Big Daddy, sage ich ganz ehrlich. Und ich möchte auch nicht dem dann noch anpredigen, dass er jetzt irgendwie wichtig damit gewesen ist, wie er sich verhält. So, und deshalb ist ja die Frage, wie können wir das so benennen, dass wir frühzeitig auch Antworten legitimieren, die strukturell das verhindern würden, dass wir überhaupt in diese Konzentration eben kommen, dass es so schnell kippen kann. Und dafür ist es aber heute auch so relevant, aufeinander Acht zu geben, weil wir merken ja, wie das auch bei uns erodiert. Also die Umgangsformen, Thema Brandenburg oder eben Sachsen oder Thüringen, wie viele Oberbürgermeisterinnen und andere, die in der Straße sich einsetzen, leben tatsächlich inzwischen mit direkter Bedrohung. Und wie wichtig ist es deshalb auch heute und jetzt schon hier mit Zivilcourage rauszugehen und sich daneben zu stellen oder sich einzumischen. Auch Regionalexpress fahren im Berliner Raum kann ich zwischendurch empfehlen, wenn man seine Zivilcourage trainieren möchte und den Schaffnerinnen beistehen. So, also von daher, wir haben echt viel zu tun, was ganz viel einfach mit dem, wir stehen für etwas, was Errungenschaften sind, hinter die wir nicht zurückkippen wollen. Das klingt sehr unwissenschaftlich, hat aber einen ganz, ganz wichtigen Anteil eben, um zu verhandeln, was ist eine normale Reaktion. Und damit sind wir dann bei den Herdentier-Moment. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, die normale Reaktion ist in die Richtung gekippt, dass jeder nur noch lieber den Kopf einzieht und guckt, dass er irgendwie oder sie verschont bleibt, dann traue ich mich das irgendwann auch nicht mehr, weil dann habe ich auch nicht mehr die ausreichende Masse, um diejenigen, die es jetzt noch tun, entsprechend zu schützen. Und wenn dann immer mehr einzelne Exempel statuiert werden, ja, dann verbreitet sich die Angst natürlich sehr schnell. Ja, und dann braucht es hinterher moralisches Heldentum, um überhaupt noch irgendwas zu machen. Und das kann man nun wirklich nicht einfordern. Ne? Es gibt manchmal moralische Helden, aber einfordern darf man das nicht. Wenn wir mal auf Technik schauen.
Ich weiß nicht, ob es in deiner Zeit im WBGU war, unsere gemeinsame digitale Zukunft. Das glaube ich 2019. Fand ich überfällig und großartig. Zur digitalen, also zur Twin Transformation, wie man so sagt. Also digitale Transformation sind wir alle drin und die Nachhaltigkeitstransformation brauchen wir. Ja, wie schaffen wir es, die digitale Transformation nachhaltig zu machen und die digitalen Technologien so einzusetzen, dass sie zur Nachhaltigkeit beitragen und nicht ihr zuwiderlaufen? Was sind deine Gedanken dazu? Naja, also ich bin ja so ein bisschen durch die Anreizsysteme eben auch durchgegangen und natürlich ist dann auch die Frage, in welcher Hand wird Technologieentwicklung vorangetrieben? Und da haben wir ja tatsächlich auch von vielen warnenden Stimmen auch schon über lange Zeit angezeigt bekommen, dass die Geschäftsmodelllogik, aber auch die Orientierung hinter dem, was im Silicon Valley als Plattform Do No Evil oder eine StudiVZ-Variante als Facebook oder so passiert ist, dass das natürlich mit dieser sehr kommerziellen Ausrichtung und der Werbeorientierung erstmal die Geschäftsmodelle von einem normalen unternehmerischen Geschäftsmodell entkoppelt hat, weil ich ja gar nicht mehr Konsumentin und Anbieter in einem direkten Verhältnis habe, sondern ich habe es in zwei geteilt. Ne? Ich biete was umsonst an, du gibst mir nur die Daten und ich verkaufe die Daten an eine dritte Instanz. Deshalb ist es komplett intransparent und was die dann wiederum mit dir machen, das ist auch nicht meins. Da habe ich mich nicht für zu verantworten. Das heißt, wir haben nicht aufgepasst, wie im Grunde genommen das, was wir normalerweise bei unternehmerischen Aktivitäten auch in einem regulatorischen Rahmen abgefragt würde oder eingehegt würde, dass sich da das nicht ausbricht. Und dann ist das irgendwann ja zu so einem Duktus geworden. Also break things, move fast and break things, das war ja dann eigentlich irgendwann der Ethos. Ne? Das war nicht Transformation, sondern Disruption. Ja. Das Alte kaputt machen war mein Erfolgskriterium. Gesetze brechen und danach, naja, können Sie ja versuchen, uns eine Kompensationszahlung aufzubrummen. Die haben wir dann 3-mal in der Portokasse, weil hupsi, die Daten haben wir ja trotzdem schon fusioniert. Ne? Und das ist natürlich wichtig, dann auch zu merken, wo kippt eigentlich die Verfasstheit der Technologieentwicklung aus dem Versprechen raus. Donella Meadows hat das mal so schön gesagt, der Lived Purpose, also was deklariere ich die ganze Zeit nach außen, ist nicht mehr kongruent mit dem gelebten Purpose, also dem, wie Anreize organisiert sind, wie die Gesetzesorientierung ist, vielleicht irgendwann eben auch die Monopolstrukturen, also sind sehr, sehr, sehr groß geworden. Wir reden immer noch von einzelnen Apps, dabei ist es ja eine Infrastruktur. Und da eben aufzupassen, wo kippt im Grunde genommen das, was man an Freiräumen gibt, aus der strukturellen Verfasstheit in etwas, wo wir sagen, Infrastrukturen, das war immer unter staatlicher Aufsicht, weil es so relevant ist, weil es in der Daseinsvorsorge drin ist, weil sie kritisch sind. Und dann brauchst du natürlich eine andere Form von TÜV oder eben Mitsprache, Gestaltungsmöglichkeit. Und dann ist das nicht freiheitsberaubend oder man muss libertär die armen Unternehmer schützen, sondern dann ist das, ihr habt irgendein Gefahrenpotenzial für uns erreicht, wo wir leider einschreiten müssen. Ich habe jetzt hier sehr viele Fragen von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Die werden wir gar nicht alle schaffen. Ich springe einfach mal so ein bisschen durch. Wo fangen wir denn mal an? Es sind mehrere Fragen in dem Kontext hier aus dem Auditorium. Was könnte ich, also jemand von Ihnen, denn ganz konkret tun, um zur Bewältigung von Klimakrise und Nachhaltigkeitsproblemen beizutragen? Also sozusagen die ganz große Frage, könnte man sagen, aber es ist letztlich die ja in der Lebenswirklichkeit der Menschen eine große Rolle spielt. Mhm. Naja, also die unterschiedlichen Rollen wahrnehmen. Ne? Also als Konsumentin und Bürgerin sind wir alle unterwegs, zu sagen, ich unterstütze weiter die Geschäftsmodelle durch meine Entscheidungen, die versuchen, da eben innerhalb der planetaren Grenzen gute Versorgung anzubieten. Ich spreche darüber, dass mir als Bürgerin das wichtig ist, um auch es ist auch interessant, wie schnell das ging. Also wenn man die Umfragen anguckt, ist Klima- und Umweltschutz immer noch auf Platz 4. Ne? Und dann heißt es immer, ist kein Thema mehr für die Leute. Und wo ich denke so, wow, aber guck doch mal, was oben drüber ist. Ist die soziale Sicherheitssorge, die Migration und insgesamt halt ist dieser gesellschaftliche Zusammenhalt noch da. Das ist aber das, darüber schreiben wir die ganze Zeit. Und dadurch, dass wir Geschichten erzählende Wesen sind und dann so ein schöner Loop ist zwischen, okay, was bewegt die Leute? Die Menschen laden wir in die Talkshows ein, aus den Talkshows kommen dann die Headlines raus, aber berichten dann die Medien und dann hat man so eine Verstärkerspirale, womit man eigentlich nur noch auf der Headlineritis bleibt und es sehr leicht macht, für diejenigen Agenda zu setzen, die das richtig forciert tun. Und wenn ich den ganzen Tag nur noch über Migration und Sicherheit und Wirtschaft rede, und dann ist Klima und Umwelt immer noch auf Platz 4, dann denke ich, Gott sei Dank, also so schnell geht das hier nicht mit dem Zurück ins Mittelalter. Wir lassen uns nicht so leicht verarschen.
sondern wir halten das trotzdem hoch als Realitätsveränderung. Und jetzt ist natürlich wieder die Schleife nach oben, wie kriegen wir das wieder in die Aufmerksamkeit derjenigen, die dann für uns den öffentlichen Diskurs eben kuratieren oder meinen, auf den reagieren zu müssen als politische Entscheidungsträgerin. Und das eben nicht nachzulassen, ne? Und es wirklich eben weiter einzufordern. Also Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen im Alltag, wenn ich mich entscheide, meine Konsumentscheidung, und dann Funken und Flagge zeigen, also darüber reden, dass das weiter wichtig ist und vielleicht auch freundlich fragen, warum ist es dir denn nicht mehr wichtig oder ist es dir wirklich nicht mehr wichtig oder welche Ängste überlagert das einfach gerade momentan. Ich finde das sehr wichtig, dass Brigitte Knopf und andere jetzt ja Thinktanks gegründet haben, wo sie gesagt haben, wir müssen jede umwelt- und klimatechnologische oder politische Maßnahme vom Sozialen aus denken, weil das war ja die große Einflugschneise auch bei dem sogenannten Heizungsgesetz. Auf der anderen Seite kann ich mir noch so viele gute Sachen ausdenken, wenn ich die ganze Springerpresse drauf loslasse, die auch wirklich ja nachweislich inzwischen. Ich empfehle Piratensender Powerplay, der Heizungshammer, die haben das sehr gut nachgezeichnet. Da muss man erstmal gegen ankommen. Also wenn die Republik über ein Gesetz diskutiert, was so nie auf dem Tisch lag, dann kannst du es noch so gut gemacht haben zu Beginn, ne? Und deshalb ist das da eben auch so wichtig, immer mal wieder auch zu fragen, hey, wie kommst du denn da drauf? Also der Robert kommt nicht und reißt dir die Heizung raus. Nein, also das heißt, das ist wichtig. Im Gespräch zu bleiben und auch gerade jetzt, wo es so, ne, die da, denen traue ich alles zu und so, also bis zu den Exen und wo will ich schon sind. Erstmal so 3 Pfoten runter und zu überlegen, also ich bin ganz okay, du bist ganz okay, wieso sollten die Dritten denn so crazy sein? Also vielleicht können wir 2, 3 runterregeln in dem, was wir von anderen erwarten. Da ist genau auch eine Frage, was wäre Ihr bester Praxistipp zum Umgang mit Menschen, die Ihrer Meinung auf einer zweifelhaften Faktenbasis gründen? Auch da ist, glaube ich, die Situation total wichtig. Also was ich merke, es hilft wirklich, so wissenschaftliche Basis zu haben über die Wirkung und die Effekte, wie eben tatsächlich momentan Politik oder eben Einkommensverteilung und so weiter da ist. Dann kannst du immer noch sagen, die Leute glauben deinen Quellen nicht. Klar, da bist du irgendwann raus, aber du kannst natürlich dann zeigen an so und so vielen unterschiedlichen Quellen und wenn du dann noch erklären kannst, warum unterschiedliche Forschungsdesigns oder Variablenauswahlen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, zum Beispiel Thema Ungleichheit, ne? Wenn auf der großen Zeitungsseite steht, die Ungleichheit ist überhaupt nicht gestiegen und das ist der Gini-Koeffizient auf Einkommen, dann stimmt das mit Umverteilungsmaßnahmen unter Corona, ist das nicht so stark auseinandergegangen. Aber wenn ich den Gini-Koeffizienten für Vermögensverteilung nehme, dann ist Deutschland so ganz unten drin bei der OECD und es geht viel weiter auseinander. Das wissen aber die wenigsten. Das heißt, es ist natürlich hilfreich, so ein Instrumentarium zu haben und deshalb Leute für wissenschaftliche Weltaneignung zu begeistern und zu sagen, das ist doch toll, guck mal, die Studie, ja, die kommt zu dem Ergebnis, weil sie sich das angeguckt hat. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, weil sie sich das angeguckt hat. Und dann kann man über die was wollen wir uns angucken Definitionen auch mal ganz anders ins Gespräch kommen, anstatt sich so direkt darüber zu streiten, meine Zahl ist richtig, nein, deine. Und gerade bei Nachhaltigkeitsthemen lohnt es sich ja oft, die Zeiträume zu erweitern. Ne, also wie kommen wir auch durch dieses Delta durch, der Unbequemlichkeit, der Zumutung. Auch gerade die ökonomische Bilanz wird ja mittelfristig in aller Regel positiv. Selbst wenn wir jetzt am Anfang erstmal viel reinstecken müssen. Und deswegen auch zu überlegen, wie kriege ich die Zeitlichkeit, aber manchmal auch die Räumlichkeit. Also wenn das ja System Boundaries, kennst du ja auch, ne? Was nehme ich rein in die Variablenauswahl? Erneuerbare Energiengesetz, das super teuerste, schlimmste Instrument in Deutschland, sich arm gemacht. Ja, aber wenn ich überlegt habe, wer durch die Technologieentwicklung an wie vielen ruralen Orten der Welt endlich von den Brennstoffen weggekommen ist, woran man erstickt ist, endlich off the grid, dann dauerhaft Licht haben konnte und so weiter, war das natürlich ein riesen Benefit, der aber in die Kalkulation rein national nicht reinfindet. Das heißt, du kannst durch dieses, wie wollen wir dann auf die Welt gucken, nochmal eine andere Ebene vom Gespräch finden. Ja, jetzt habe ich hier eine Frage zur Wissenschaftskommunikation. Das ist ja genau die Frage, wie man Differenzierung und Komplexität erläutert. Was machst du denn, wenn du in der Talkshow sitzt bei Markus Lanz oder so und sollst sowas erklären? Der bricht dich doch nach dem ersten Satz und nach dem zweiten Satz ab. Sind da vielleicht Wissenschaft und diese Art der Kommunikation völlig inkompatibel? Ich fand die Empfehlung vom Kulturrat ganz lässig, die gesagt haben, liebe Leute, macht doch mal ein Jahr aus. Die Bude hat nicht geholfen, die Art, wie ihr Talkshows organisiert.
Ich finde, das muss man ernst nehmen, weil das ist ja genau das. Du weißt auch vorher, auf welchen Stuhl du gesetzt wirst. Ja. Ne? Bist du jetzt die Radikale, bist du jetzt so. Dann kannst du auch sehen, weil die haben so einen Knopf im Ohr. Ne? Die Redaktion sagt denen ja, wen sie reinholen könnte oder nicht. Und dann brauchst du nur wirklich, wenn du gut ins Gesicht guckst, merkst, aha, die sagen gerade, weil dann kommt so ein ganz kleiner Seitenblick und dann entscheidet er, aber nimmt er dich jetzt oder lieber nicht und so. Das heißt, du merkst auch noch, wie er selber gerade drauf ist, gerade bei Markus Lanz. Das jetzt wird nicht mehr übertragen, oder? Der hat starke Meinungen. Und man merkt das. Und wenn man noch jemanden in der Redaktion kennt, der danach oder die erzählen kann, wie dort gesendet wurde und er agiert hat, dann kriegt man noch mehr ein Gespür dafür, wie stark kuratiert wird und nicht nur moderiert wird. Das heißt, es ist natürlich auch da total wichtig zu gucken, in welchen Konstellationen und wie bereitest du dich vor. Aber in den Talkshows selbst habe ich jetzt gelernt und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, aber eigentlich kannst du dir am Anfang 3 Botschaften überlegen, die du setzen willst und die setzt du, egal ob die Frage kommt. Also Die dürfen dann natürlich auch nicht diese differenzierte, nuancierte und wenn dies und dann das und so weiter, wie Wissenschaftlerinnen ja sonst gerne reden. Denk-Headline am nächsten Tag. Ja, genau. Damit ist es leider unterkomplex, aber du kannst vielleicht irgendwie so einen kleinen Schubs in einen Perspektivwechsel anregen. Ja, es wäre ja was, wenn man durch so einen Schubs halt zum Selberdenken anregt, ja, vielleicht ein paar vermeintliche Gewissheiten erschüttern könnte, Menschen irritieren, ja. Und dann, wo dann das Ratatatata im eigenen Gehirn weitergeht. Ja. Ich meine, so ein Immanuel Kant hat mal gesagt, wir sollen uns trauen, selber zu denken, statt immer nur Talkshows zu gucken. Also vielleicht sollten wir das mal ernst nehmen. Ja? Wir kommen jetzt langsam ans Ende unserer Zeit und deswegen nehme ich die Frage aller Fragen. Du bist jetzt hier mit einem jugendlichen Schwung angetreten, hast das vorgetragen, voller Überzeugungskraft. Und du wirkst auch glücklich dabei, ja? Bei all den schweren Problemen, die wir ja alle haben, von denen wir wissen, was gibt dir diesen Optimismus, diese Hoffnung, ja, dass das Ganze auch Sinn macht? Du könntest dein Berufsleben ja auch vielleicht ganz anders irgendwie. Warum wählst du diesen Weg? Was gibt dir die Hoffnung dafür? Guck mal, wie viele Leute wir hier sind. Ja. Und wir haben mehrfach gelacht. Ja. Und ich glaube, wir gehen alle raus mit 1, 2, 3 neuen Ideen. Ich ja jetzt mit einen Fragen eben auch. Und das Wichtigste ist, wir sind nochmal zusammengekommen, um zu sagen, nee, also uns ist das nicht egal. Wir finden das mit dem Werteversprechen nach ziemlich schlimmen Erfahrungen tatsächlich wichtig. Und es braucht Menschen, die dafür aufstehen. Und wenn wir zusammen aufstehen, geht das immer leichter. Und wenn ich nochmal gerade so ein bisschen unten liege und du sagst, komm, ich ziehe dich hoch, ich habe eine Idee für dich oder ich habe halt gerade gute Laune, weil ich 49 geworden bin, deshalb, dass du eine junge Frau zu mir, das ist total geil. Es kommt immer aufs Verhältnis an. Ach so, okay. Und deshalb auch da, ne? Also dieses gegenseitig sich die Energie zu spielen, die neue Idee zu spielen, dieses hey, komm, dafür brauchst du Teams. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn du irgendwann wieder nach so einer Talkshow rückwärts auf dem Boden liegst, die Beine oben und sagst, ich gehe einfach nicht mehr hin, dann brauchst du jemand anders. Der sagt, doch, steh mal auf, wir schaffen das. Nächstes Mal schreibe ich dir einen der 2 Sätze auf und dann ist gut. Ja, danke. Danke. Vielen lieben Dank. Ich weiß zwar, dass das unpraktisch beim Reisen ist, aber der steht dir gut. Das steht mir gut. Und jetzt werden wir alle biologische Wesen und holen uns was zu trinken, oder? Gleich. Okay. Also erst noch einen Schlussapplaus für Maja Göpel und dann sage ich noch ein paar andere Dankesworte. Ja.
Danken möchte ich auch ganz herzlich Cora Christoph und Oliver Kraft. Also diese Bestätigung, diese Anerkennung, diese Wertschätzung, das nehmen wir alle mit und werden natürlich das Beste tun, um weiterzumachen. Und ja, auch wenn wir mal down sind, ja, wir sind viele und wir sind gut, wir stärken uns auch gegenseitig. Also diese Gemeinschaft, die haben wir auch am Institut und das ist prima. Danke an das KIT, ja, an Sie beide und an alle, die gekommen sind, für diese Unterstützung. So, ja. Vor den Getränken noch 2 Danke. Das erste jetzt geht, ich meine, Sie können sich vorstellen, ich habe das hier nicht auf die Beine gestellt. Ich bin jetzt derjenige, der für manche Sachen Applaus kriegt, aber die Arbeit haben andere gemacht. Ich kann nicht die Namen alle nennen, aber ein paar Namen möchte ich nennen. Konstanze Scherz, sie steht schon dort. Maike Hebig hat gerade die Blumen gebracht. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist. Ja, ja. Und dort steht auch der Jonas Moosmüller, der unsere ganze Öffentlichkeitsarbeit macht. Und derjenige, der auf wunderbare Weise dafür gesorgt hat, dass die Messages von Ihnen zu mir gekommen sind, ist Marius Albitz. Der muss ja auch irgendwo sein. Ja, ja. So, und jetzt der letzte Dank des Abends. Was wäre ein Fest, was wäre eine Geburtstagsfeier ohne die Gäste? Der ganz große Dank auch meinerseits gebührt Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich für unsere Dinge interessieren, dass Sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, dass Sie trotz der Hitze hier hierher gekommen sind. Gleich gehen wir wieder raus, also schon mal sich wappnen. Ganz, ganz toll, dass Sie gekommen sind. Bleiben Sie uns verbunden, geben Sie uns Anregungen, geben Sie auch gerne Kritik, wenn Sie etwas zu kritisieren haben. Wir leben davon, dass wir im Austausch nicht nur mit Wissenschaft stehen, sondern auch mit Ihnen in der Bürgerschaft. Das ist ganz, ganz zentral. Und es geht schließlich beim Thema Technikfolgen und beim Thema Nachhaltigkeit um unsere, das heißt auch um Ihre Zukunft. Und Engagement lohnt sich. Danke und einen schönen Abend.